Die Leute müssen zu uns kommen, weil wir zentral liegen. Ein ständiges Feld sind mit regelmäßigem Spielbetrieb und uns stets und ständig weiterentwickeln. Jochen, kein Blödsinn machen, ja? Nein, nein, Flacco. Der Jochen, naja. Herzlich willkommen zum Airsoft Talk. Wir sind heute auf einem wunderbaren Feld zu Gast. Das Wetter passt auch und ist wunderschön. Gleiches Spielbetrieb. Und jetzt aber erstmal die Fragen vorab. Warum müssen die Leute zu euch aufs Feld kommen? Die Leute müssen zu uns kommen, weil wir zentral liegen. Ein ständiges Feld sind mit regelmäßigem Spielbetrieb und uns stets und ständig weiterentwickeln. Das ist sehr gut. Das sind schon mal 3 schlagende Argumente, Leute. Kommt hierher. So Leute, auf geht's, ab geht der Peter. Und zwar sind wir hier, wie gesagt, naja, das kannst du dann gleich sagen. Ihr habt gesehen, Jochen hat schon wieder hier richtig Blödsinn gemacht. Hat die Mütze voll bekommen. Naja, Jochen eben. Ne? Ja, wir wollen aber heute eben alles über euer tolles Feld hier erfahren. Deswegen sind wir hier auch zusammengekommen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und wollen erstmal wissen, die Community möchte wissen, ja, wem gehört denn hier überhaupt dieses Feld? Wer ist denn der Betreiber? Und vorab, wo sind wir denn hier überhaupt? Ein bisschen was hast du verraten, aber noch nicht alles. Wo sind wir hier eigentlich? Ja, wir sind in Heinersdorf, das liegt im Landkreis Sonneberg, Thüringen. Und etwas weiter abseits von dem Örtchen Heinersdorf gelegen ist die alte DDR-Grenzkompanie. Jawohl, also das ist der Name schon mal von dem Feld? Das ist der Name von dem Feld, okay. Genau. Und ja. Okay, ja. Der Betreiber jetzt des Feldes, ist dann ein Verein dahinter oder ist es eine Einzelperson, die jetzt hier dieses Feld besitzt und betreibt? Genau, also wir sind ein Verein, ja. Ein eingetragener Verein. Okay. Und der Betreiber, also der Kopf des Ganzen, das ist eine richtige Vereinsstruktur mit Vorstand etc. pp. Und der erste Vorstand, das ist der Herr Kevin Barnicol, Jawohl. Auch Inhaber der Firma Concheck.de. Ja, wird in der Infobox unten verlinkt. Das ist ein Online-Shop, richtig? Das ist ein Online-Shop. Schaut einfach mal vorbei bei Gelegenheit. Wie gesagt, Link findet ihr in der Beschreibung. Okay, das ist quasi auch der Vorstand von dem Verein und der Verein quasi betreibt dieses Airsoft-Feld. Habe ich das dann so quasi richtig verstanden? Genau. Alles klar. Und wir sind hier in Heinersdorf, sagst du? Genau. Das ist ja zur Orientierung bei Sonneberg in Thüringen. Genau, ganz genau. Richtig. Okay, richtig. Also haben wir schon den Punkt jetzt abgearbeitet. Wo findet ihr überhaupt hier das Feld? Bilder zu dem Feld habt ihr vorher schon teilweise gesehen. Später gehen wir noch ein bisschen rum und schauen uns die Details dann mal genauer an. Ja, jetzt zur Frage, du hast gesagt, das Feld heißt Grenzkompanie Heinersdorf. Genau. Das hört sich für mich so an, Grenzkompanie, entweder erfunden oder es steckt wirklich ein bisschen was dahinter, Geschichte sozusagen. Genau. Es ist tatsächlich ein bisschen Geschichte, und zwar war das hier tatsächlich eine Kompanie,
Ja. an der Grenze Aha. zu Ost und West, damals DDR. Ja. Und unser lieber Hausmeister, der hat hier in dieser Kompanie gedient Ah, okay. und war ebenso wie wir der Meinung, okay, es ist ja noch alles erhalten, das Gebäude, Kompaniegebäude plus Hindernisbahn, die jetzt verbaut ist in das Feld. Ja, war halt der Meinung, Grenzkompanie, das ist Okay. ein guter Name, den nehmen Genau. Den nehmen wir, jawohl. Und dann ist das hier draus geworden. Seit wann gibt es dann quasi dieses Feld? Also das Gelände so an sich gibt es ja dann logischerweise schon sehr lange. Ja. Aber wann wurde dieses Feld dann hier zu einem Airsoft-Feld eigentlich? Das Feld wurde zum Airsoft-Feld im April 2015. Aha, also Das- auch schon ein paar Jahre her, sage ich mal. Genau. Dem folgte direkt die Vereinsgründung. Ah ja, also die Vereinsgründung. Und wenn ich das dann mal gleich an der Stelle fragen darf, wie heißt denn überhaupt der Verein, der hier hinter dem Gelände steckt? Genau, wir sind der Airsoft-Freunde Sonneberg e.v. Jawohl, findet ihr auch in der Beschreibung, ist die Homepage verlinkt. Schaut auch da mal vorbei. Okay, das ist also Airsoft-Freunde Sonneberg. Und genau, ihr betreibt dieses Feld und seid hier auch dann quasi regelmäßig. Das heißt Genau. Trainings, Spielbetrieb und so weiter und so fort. So Leute, ich habe die Sonnenbrille natürlich schon hier parat. Er hat sie schon auf, denn die Sonne kommt hier schön rum. Der MG Unterstand, das MG-Netz ist schon schön beleuchtet, aber bei mir noch nicht, aber gleich. Ja? Deswegen, naja, Laberababa. Wir wollen lieber wissen, wie groß ist denn eigentlich hier euer tolles Feld? Unser Feld ist 1,6 Hektar groß, das sind 16.000 Quadratmeter. Ja, hört Äh, sich groß an, ja, hört sich gut an. Da kann man so einiges rocken, sag ich mal. Ne? 60 Spieler haben hier regelmäßig Spaß. Aha, 60 Spieler passen auf jeden Fall auf das Feld gleichzeitig, ohne dass sich jemand auf die Füße tritt. Absolut. Das ist gut. Ja, jetzt hast du gesagt 16.000 Quadratmeter. Es ist meine Frage, ist das hier blanke Wiese oder ein Nein. Acker oder ja, was habt ihr hier für Bereiche? Also, die Leute wollen wissen, ich will wissen, gibt es hier Gebäude, gibt es hier CQB, gibt es hier Wald, gibt es hier Unterstände, außer dieses MG-Netz und so weiter. Was habt ihr denn hier zu bieten? Ja, also wir haben eigentlich alles, was ein Feld bieten sollte. Wir haben bewaldeten, bewachsenen Bereich, Ja, sehr dicht den schauen wir für, später an, ja? für die Sniper, die freuen sich da immer. Aha, sehr Dann gut. haben wir CQB-Bereiche mit dem Kompaniegebäude, was noch fast vollständig erhalten ist. Ja, also das Gebäude, da schauen wir später rein, das ist auch bespielbar sozusagen. Das Also ist da auch kann man auch bespielbar, rein, ja. CQB-Bereich und so weiter. Ja. Okay, ich sehe schon, das ist da drüben, Leute, ich sehe schon 3 Stockwerke mindestens. Ne? Vielleicht ist noch ein Keller dabei. Richtig, Keller ist dabei, Ah, auch noch plus hier, 3 also. Stockwerke. Ja. Okay, also das klingt nach einer Menge Spaß. Also habt ihr auch hier so einiges geboten. Das heißt, es ist quasi für jeden was dabei. Egal, ob Genau. ihr jetzt CQB spielt, egal, ob Ja. ihr jetzt eher im Wald rumhopst und so weiter und so fort. Das heißt, ihr habt hier richtig viele Möglichkeiten. Wie gesagt, für jeden quasi was dabei. Absolut. So, jetzt fragen wir uns aber alle, wir wollen hierher kommen, wir wollen hier einen Spieltag miterleben. Wo finden wir überhaupt jetzt die Termine für Spiele? Also einmal finden wir das auf der Homepage von unserem Inhaber, der concheck.de. Jawohl, wie Dann- gesagt, verlinken wir hier dann auch. Genau, ne? dann haben wir einmal die Webseite Mhm. asfs.de. Da ist auch alles, Regelwerk plus Preise und so weiter und so fort, alles Okay. zu finden. Ja. Und auf Facebook sind wir auch regelmäßig aktiv, da sind die Termine auch eingetragen. Okay, also wird alles verlinkt, da könnt ihr euch dann informieren. Und jetzt ist meine Frage, wie oft oder regelmäßig finden bei euch solche Events statt, wo quasi jetzt auch dann Gastspieler kommen können, ungefähr? Genau, also wir haben einmal im Monat Ja. einen reinen ASFS-Spieltag, wo Mhm. ASFS die Orga betreibt. Also Dann- Airsoft-Freunde Sonneberg, nur zur Erklärung. Genau, sorry. Ja. Alle Idioten. Dann haben wir noch, weil wir uns das Spielfeld teilen mit BAS und SOS, Okay. die machen auch hier regelmäßig Spieltage, sowie Nachtgames etc. pp. Mhm. Da ist eigentlich auch für jeden was mit dabei. Habe ich Und- Nachtgames gehört? Ja, Okay, auch also. Nachtgames haben wir. Okay, ja, interessanter Punkt, ja. Okay, das heißt, im Monat finden dann auf jeden Fall in der Regel 3 Spiele statt, Genau. 3 Spieltage. Genau. Ganz genau. Frage vorab, ist das wirklich nur ein Spieltag oder zieht sich das manchmal auch über ein ganzes Wochenende, 2 Tage, 3 Tage? Denn zu dem Punkt, Übernachtung und so, kommen wir dann später noch. Aber wie gesagt, vorab, Genau. ist das immer nur ein Tag oder auch mehrere Tage mal? Also bei SOS wäre eine Anreise 17 Uhr an einem Samstag und das geht dann in den Tagesspielbetrieb über. Ja.
Okay, und geht dann bis Sonntag? Geht dann bis Sonntagnachmittag. Genau. Alles klar, okay. Das ist ja schon mal super. Das heißt nicht nur ein Tag, sondern da hast du Spaß das ganze Wochenende. Das heißt, wenn du mal von zu Hause flüchten möchtest, ein bisschen Entspannung brauchst, hier, dann kannst du sagen, oh, bin auf Montage, Wochenende, aber dabei bist du hier. Ne? Also kleiner Tipp am Rande, was natürlich nicht, immer ehrlich sein zur Frau, ist doch ganz klar. Ne? Das ist doch logisch. Schnitt. Hast du noch was? Ja. Und wir haben natürlich auch eigene Events, Ja. zum Beispiel LARP-Events Ja. mit Airsoft-Inhalten Mhm. oder andersrum, Ja. je nachdem, was lastiger ist. Okay. Das findet einmal im Jahr statt. Dann haben wir noch Benefizveranstaltungen, Weihnachtsmarkt, Special-Event, Ah, okay. zum Beispiel zu Halloween, dass wir dann ein Halloween-Special machen oder Ja, so. ja, Ne, das kann auch mal 2 Tage gehen, Ja. ne, je nachdem, wie die Planung ist, wie die Struktur ist. okay. Also super, ihr habt jetzt gehört, eben auch noch weitere Events und das alles findet ihr eben, wie gesagt, auf den besagten Seiten. Alle Infos dazu und die Verlinkungen eben, wie gesagt, in der Infobox. Okay, dann würde ich sagen, Nachtevents habe ich gehört. Das klingt natürlich immer spannend, das klingt nach Nachtsicht, das klingt nach viel Tracer, Bullets und so weiter. Oh ja. Ja, erzähl mal so allgemein über eure Events. Jetzt hast du ja schon ein bisschen gesagt, LARP-Events. Was habt ihr alles noch so für Events? Und dann vor allem die Nacht-Events. Wie läuft sowas ab und so weiter? Ja, also wir haben zum Beispiel auch zu Ostern ein Osterspecial. Ja, Ne, wir lassen uns da eigentlich immer was Neues einfallen. Wir sind da relativ flexibel, mhm. sind auch gerne für Anmerkungen und Anregungen offen. Und ja, so ein Nachtevent, ja, wie man sich das vorstellt. Ne? Also ja. Also Anreise wird auch tagsüber schon genau, die stattfinden. Anreise ist tagsüber, dann tagsüber ist ganz normal gespielt. Vorbereitung. Ja, Dann geht das so langsam los. Anbruch der Dunkelheit, Mhm. da ist schon dann meistens der Spielbetrieb. ja, Und ja, dann machen wir immer mal wieder was anderes, ein bisschen Abwechslung. Zum Beispiel laute Musik im Keller, Strobo, Tracer, Nachtsicht, wer hat. jawohl. Gerne. Ja, also da gibt es richtig Hartgas. Okay, und es geht dann bis tief in die Nacht. Genau, so lange Okay. wie die Spieler auch Lust haben. Ja. Ne, dann vielleicht nochmal ein Bier zum Ausklang. Jawohl. Dann gehen alle schlafen und am nächsten Tag geht es dann ganz normal weiter mit einem ganz normalen Tagesspielbetrieb. Und wer kein Nachtsichtgerät hat, der hat Pech gehabt, Leute. Der kann hier mit der Taschenlampe rumrennen. Hallo? Es geht auch ohne. Es geht auch ohne, genau. Und dann läufst du gegen den Baum und bist selber schuld. Gleich K.O. und raus. Ganz genau. So, jetzt mal zur Frage hier, Events und so weiter. Spieltage. Wer darf denn hier überhaupt spielen? Habt ihr hier ein Mindestalter festgesetzt, jetzt zum Beispiel als ersten Punkt? Ab wie vielen Jahren darf man bei euch mitmachen? Grundsätzlich ab 14 Okay, 14 Jahre, jawohl. mit Haftungsausschlusserklärung, schriftlicher Erlaubnis und begleitet. Ja, Also die Eltern müssen dann auch vor Ort sein. okay. Bei 16 Jahren reicht dann schon der Mutti-Zettel. Ja, Und den kann man übrigens auch auf unserer Seite ausdrucken. Das okay. ist auch kein Problem, daran haben wir gedacht. jawohl. Ja, und ansonsten jeder, der Bock hat, Airsoft zu spielen. Okay, das heißt, nicht nur Mitglieder können hier kommen, Genau. regelmäßig zu euren Events, sondern eben, wie du sagst, jeder einfach, der Bock hat. Das heißt, jeder ist hier willkommen. Andere Leute, Teams, alles. genau, andere Teams, also schaut vorbei. Okay, das heißt, also Mindestalter haben wir festgelegt. Leute, ihr wisst ja selbst, hier unter 18 Jahren ist hier einfach die Grenze bei unter 0,5 Joule. Ja, alles, was drüber ist, fällt ja unter das Waffengesetz im Sinne, ja, Schusswaffe und so weiter. Das heißt, 18 Jahre, alles drunter, wie gesagt, nur unter 0,5 Genau. Joule. Ganz genau. Okay, haben wir das geklärt. Es kann hier jeder kommen. Es ist hier einfach jeder willkommen. So langsam werde ich mal die Sonnenbrille, sage ich mal, hier willkommen heißen. Okay, und wenn ich mich jetzt entscheide und sage, hey, ich möchte hier mal vorbeischauen, ich möchte mit meinem Team vorbeikommen, dann ist jetzt meine nächste Frage, wie kann ich mich denn hier anmelden? Wir haben eine Homepage, Ja. asfs.de, Ja, dann über Concheck, über Facebook. ja. Über Concheck kann man auch unter Absprache das Feld für sich alleine mieten. Ah, okay. Also wenn jetzt zum Beispiel ein größeres Team kommt und möchte hier gerne Training machen, aus ja, zum Beispiel, Ja. wo du auch herkommst, ja. dann kann er das gerne mieten. Ah ja, das ist okay. auch kein Problem. Dann kann er hier trainieren, sonstige Sachen machen. Ja, und Preise Alles dann möglich. in Absprache einfach Genau. mit dem Verein. Genau. Okay, also da einfach auf den Verein zukommen, anschreiben und dann, habt ihr jetzt gehört, ist alles möglich. Wenn ihr jetzt Events habt, die über mehrere Tage gehen, wie sieht es denn hier aus mit Übernachtung? Gibt es hier die Möglichkeit zu übernachten, vielleicht im Gebäude oder Camping? Also die Möglichkeit gibt es im Gebäude. Ja, Wir haben Feldbetten, die wir vermieten. aha, Dann, ja, natürlich, ja, auch kann man hier ein Zelt hinstellen. Ja. mhm. Wiese ist ja da. Ja, So dann natürlich, dass es den Spielbetrieb nicht unbedingt stört. Also Ja. schon eher so die Randbereiche.
Ja. Ja. Aber die Möglichkeiten bestehen. Also übernachten können wir hier. Wie sieht es denn aus? Habt ihr auch Toiletten? Wie sieht es aus mit Verpflegung? Erster Punkt, Toiletten sind sicherlich vorhanden. Toiletten sind vorhanden in Ja. Form von Dixies für Ja. Männlein und Weiblein. Alles klar. Und Verpflegung natürlich auch zu erwerben. Das ist oben beim Hartmut in der Bar. Der macht Ja. immer gerne Bockwürste. Okay. Kaffee, Cola, Wasser. Wir Hey, haben alles super. da. Kaffee gibt es schon direkt am Morgen. Kaffee gibt es direkt am Morgen. Das ist schon Leute. fertig, bevor die ersten Spieler kommen. Hey, was wollt ihr mehr, Leute? Das heißt, ihr habt hier, wenn ihr zu so einem Event kommt, wenn ihr hier übernachtet, wenn ihr hier pennt, dann habt ihr hier einfach die Rundumversorgung, müsst euch quasi keine Gedanken machen. Ihr habt ja gehört, ihr könnt hier zelten, könnt hier aber auch, wem es hier ein bisschen zu hart ist zu zelten, innen auf schön weichen Feldbetten pennen. Ja, und ihr werdet rundum versorgt. So, dann wollen die Leute natürlich auch noch wissen, wenn ich hierher komme, was kostet mich denn der ganze Spaß? So im Dreh, im Schnitt, jedes Event wird vielleicht ein bisschen anders kosten oder Genau. gar nicht? Also der ganz normale Preis für einen Spieltag, der liegt bei 30 Euro. Ja. Und Special Events wie zum Beispiel bei Diamond, wo es mal 24 Stunden, 36 Stunden geht, das sind dann Preisabweichungen. Okay, die aber man da immer finden wir die berücksichtigt. Preise sicherlich dann auf der Homepage, Auf jeden Fall. Facebook und so Genau. weiter. Ganz genau. Wie sieht es aus mit Leihausrüstung? Wenn ich jetzt sage, ich habe noch nie Airsoft gespielt, ich möchte hier mal reinschnuppern, ich möchte hier mal vorbeischauen, kann man bei euch auch dann Ausrüstung ausleihen, Airsoft-Waffen ausleihen? Ja, das ist möglich. Wir haben über die Firma Conjec haben wir eine ganze Menge an Leihwaffen Ja, in allen verschiedenen Variationen. Die kann man sich gegen ein kleines Entgelt ausleihen. okay. Das ist überhaupt kein Problem. Ja. Munition, Magazine gibt es dann alles. Okay, Absolut kein super. Problem. Also auch hier rundum versorgt, Leute, wenn ihr erstmal schauen wollt, ist das überhaupt was für mich, dann kommt trotzdem hier vorbei. Ihr könnt hier erstmal alles ausleihen und dann natürlich wieder vielleicht zurückgeben. Wäre ganz gut. Ja. Wenn wir schon bei den Waffen waren, wie sieht es denn hier aus auf eurem Feld mit Joule-Begrenzung? Die ist, glaube ich, bei 790 Joule, glaube ich, oder? 790. Ah, Auf gar keinen Fall. Nein. Also, ja, Ja, gibt es Wir hier eine Joule-Begrenzung? auf jeden Fall. Ja. Die Joule-Begrenzung gibt es. Und zwar dürfen Repetierer bei uns bis 3 Joule schießen. Das Also ist die das absolute Für Höchstgrenze. die Scharfschützen von euch, ganz genau. Genau. Und ansonsten, ja, jede Airsoft, sag mal, die hat jetzt nicht so die krasse Leistung, wie du das gerade gesagt hast. Im Haus zum Beispiel, im CQB-Bereich, da geht es nicht über 1,6 Joule. Ja. Das ist bei uns die absolute Grenze. 1,6, okay. Genau, 1,6 Joule für die Hauswaffen, sage ich mal. Ja. Ne, Pistolen und so weiter. Hm. Und semi-automatische Waffen, die dürfen bis 2,6 Joule betrieben werden. Ja, okay. Und vollautomatische Waffen unter 0,5. Das ist absolut klar. Das ergibt sich aus dem Waffengesetz. Ja, Da Genau. dürfen wir halt einfach in Deutschland nicht mehr vollautomatische Waffen. Ja, ganz klar. Okay, also es sind aber schon ordentliche, ja, sag ich mal, ja, ist schon einiges möglich. Das heißt aber auch im Haus CQB-Bereich, da gibt es dann bestimmt auch eine Regel, ab wie viel Meter circa. Genau. Also alles unter 5 Meter Ja. ist bei uns mit Bang-Regelung. Ja. Jawohl. Das ist Okay. ganz normaler Menschenverstand in unseren Genau. Augen. Genau. So wie alles, was über 1,6 ist, sollten so 20 Meter eingehalten werden. Also schon mit Bedacht schießen. Leute, wir wollen uns ja hier nicht gegenseitig verletzen. Das ist hier ein Sport, wir wissen es ja alle. Da ist nicht das Ziel, den anderen zu verletzen, größtmöglichen Schaden beizufügen. Nee, wir wollen einfach Spaß haben und am Ende dann wieder, so wie wir hergekommen sind, nach Hause fahren. Ganz genau. Aber diese Regeln, wie du sagst, das ganz normale Menschenverstand sollte eigentlich jedem klar und bewusst sein. Wie sieht es denn aus mit Fahrzeugen eigentlich? Ist es hier überhaupt möglich? Ich meine, das Gelände ist schon groß, aber es sind auch, wie ich sehe, hier viele Hindernisse eingebaut. Also es ist möglich, Ja. unter Absprache natürlich. Wenn jemand sein Teamfahrzeug mitbringt, dann muss er das auf jeden Fall vorher abklären. Das ist ganz wichtig. Ja. Aber ich sage es gleich dazu, es ist unzweckmäßig. Also Ja. man kann hier nicht schnell drüber rumpeln. Ist ja auch alles ein bisschen hügelig, stark bebaut. Ja. Man kommt durch, aber ja, Das heißt also, wenn ich mir das Feld anschaue, du kannst dein Humvee schon mitbringen. Aber du müsstest dann irgendwie den Humvee als statisches MG-Nest benutzen. Ja, wie gesagt, hier ein bisschen rumfahren ginge, ja, in Absprache mit euch, aber tatsächlich sind sehr viele Hindernisse hier verbaut. Ja. Hat natürlich was, ist mega cool. Ja, muss ja nicht alles für Fahrzeuge. Also hier, wer hat denn überhaupt Fahrzeuge? eben. Brauchen wir doch gar nicht. Hier Leute zu Fuß, das ist die Devise, lauft mal ein bisschen mehr. Das ist ganz klar. Wir haben ein Fahrzeug. Ihr zum Beispiel habt ein Fahrzeug, sehr gut. Absolut richtig. So, und jetzt habt ihr ein Fahrzeug und jetzt komme ich natürlich mit so einer Granate, Airsoft-Granate und dann sagt ihr, hey, stopp, hier sind noch gar keine Granaten erlaubt. Oder wie ist es hier? Ist hier Pyro erlaubt?
Ja, Pyro ist erlaubt, aber nur Kaltbrenner. Okay. Also die klassischen Enola Gay Ja. Rauchgranaten sind Ja. erlaubt. ja, Airsoft-Granaten, Gasgranaten sind auch erlaubt. ja, Aber unter der Prämisse findet man zum Beispiel auch auf unserer Seite, da ist ganz klar ausgeschrieben, zum Beispiel die 40 Mike Granaten sind bei uns nicht erlaubt. Mhm. Tag-In-Granaten nicht ohne Gehörschutzbelehrung, also an einem normalen Spieltag eher nicht. Aber zu Events Mhm. gibt es dann Gehörschutz für jeden, Okay. der ist einzusetzen und dann fliegt ja auch mal eine Tag-In rum. Jawohl, ne? Macht natürlich Mordsfun, aber wie du sagst, macht auch Sinn, sich da irgendwas in die Ohren reinzustopfen. Auf jeden ne? Fall. Das ist 140 ganz klar. Dezibel sind nicht ohne. Richtig. So, jetzt schmeißt einer mit Granaten wild um sich. Hier, die anderen haben noch gar keinen Gehörschutz drin und so weiter. Der fliegt vom Feld. Ganz bestimmt, oder? Kann man so und so sehen. Ja, Also es obliegt der Spielleitung und dem Hausmeister. ja, Bei Hausordnungsverstößen reagiert der Hausmeister, Ja. hat das Recht, die Leute vom Feld zu schmeißen. ja. Und bei groben Regelverstößen sagt dann die Spielleitung auch logischerweise irgendwann mal, Ganz genau, ja. hier ist jetzt Schluss. Und da ist nämlich jetzt meine Frage, was sind denn bei euch so Regelverstöße, die dazu führen, dass du hier vom Feld geschmissen wirst? Also was wird hier gar nicht toleriert? Was wollt ihr hier gar nicht sehen? Wir wollen alle einen super ruhigen, tollen Tag erleben, Spielbetrieb. Deswegen ist eben Genau. die Frage, ja, was mögt ihr gar nicht? Also was wir überhaupt nicht mögen, was auch leider schon vorgekommen ist, Ja. sind falsche Munitionsarten. Aha. Dass wir hier zum Beispiel schon Leute hatten, die mit 9x19. Stahlbibis, nein 9x19, so weit war es noch nicht, Gott sei Dank, aber die 6 mm Stahlbibis, das Ja. haben wir hier auch schon im Magazin gefunden, das Oh, ist dann okay. gar nicht lustig, die Ja. bleiben stecken Mhm. und ja, oder mit Glasflaschen rumschmeißen oder Also solche Leute, Sachen. das sollte Ja. klar sein, aber wie du sagst, sowas, also Stahlbibis, ihr habt hier auch einfach Munitionsarten, nenne ich es jetzt einfach mal, Genau. die hier zugelassen sind und einige nicht. Darauf werden die Genau. Leute sicherlich hingewiesen. Und ja, wer dagegen verstößt zum Beispiel, dann ja, ist für den halt an diesem Tag Genau. das Spiel beendet. Aber Leute, da appellieren wir natürlich an jeden immer und jeder an jeden, das ist ganz klar. Ein Miteinander, ein tolles, schönes Miteinander soll es sein. Jeder soll einen tollen Tag haben und das ist ganz klar. So, ich habe gehört, es gibt Leute, die filmen auch manchmal Sachen und laden es dann hoch bei Plattformen wie zum Beispiel YouTube. Ich zum Beispiel und Jochen. Und jetzt ist hier nämlich meine Frage, wie sieht es denn bei euch auf dem Feld aus, wenn hier jemand, sag ich mal, den Spielbetrieb, also sich selbst während dem Spielbetrieb zum Beispiel filmen möchte während so einem Game? Ist das denn erlaubt? Geht das bei euch oder sagt ihr, nee, Kamera, okay, ich quatsch hier nicht weiter, du hast schon genickt, dann erzähl uns mal allen bitte, ist es möglich? Und Also so weiter. GoPro ist grundsätzlich gestattet, Ja. kann jeder drauf machen und so weiter und so fort. Sollte man jetzt natürlich mit Drohne oder mit richtiger Kamera filmen, dann wäre es nicht schlecht, wenn man da vorher eine Anfrage stellt. Ja. Da ja dann die Bilder auch ein bisschen schärfer werden, man Gesichter erkennt und so weiter Genau. und so fort. Mhm. Wir machen auch selber Fotos. Wir haben einen Fotograf auf dem Feld, der den Spielbetrieb begleitet Ja. und Fotos von jedem Spieler macht. Ja. Und die werden dann auch hochgeladen. Mhm. Das unterzeichnen wir in der Haftungsausschlusserklärung. Okay, alles Ganz klar. einfach. Also da wird man auch informiert, genau, wenn man von eurem Fotograf abgelichtet wird und entsprechend Genau. das bei euch auch bei Facebook und so weiter hochgeladen wird. Und ansonsten, na klar, also mal abgesehen davon, dass es natürlich dann, wie du sagst, bei euch erlaubt ist, ja, wir wissen ja alle, es gibt natürlich die Persönlichkeitsrechte, das heißt, du kannst nicht irgendwelche Leute direkt fotografieren und dann irgendwo bei den sozialen Medien hochladen. Darauf müssen wir immer achten, aber davon abgesehen, Genau. feuerfrei sozusagen für Influencer, kommt vorbei, spielt hier mit und filmt euch, wie ihr hier abgeht und dann könnt ihr das Ganze sogar hochladen, damit habt ihr keine Probleme. Absolut richtig. So Leute, wir sind hier fast am Ende schon angelangt. Wir haben noch einen sehr wichtigen Punkt und zwar habe ich ja gesehen hier, Jochen hat schon Erfahrungen gemacht mit dem MG-Unterstand hier, mit dem MG-Netz und für mich sieht das ganze Ding relativ neu aus. Ist dem so? Ist das Ding neu? Ja, Das auf jeden deutet Fall. für mich darauf hin, dass ihr das Spielfeld nicht so stehen lasst, wie es steht, sondern immer wieder Genau. erweitert. Genau. Was ist in Zukunft geplant? Habt ihr irgendwas geplant für das Feld? Ja, also wir denken über eine Spielfelderweiterung nach. Also im Sinne von, dass das ganze Feld Genau. vergrößert wird? Ja. Okay. Genau. Ja. Und ja, Ausblick auf die Zukunft. Den Spielbetrieb angenehmer gestalten durch neue Hindernisse, vielleicht Veränderungen, ständige Reparaturarbeiten Jawohl. und ja, Okay, das klingt ja mega. Wenn man einfach nicht stagniert, ist immer gut, sondern immer weiterentwickeln. Das heißt, ihr steckt da richtig viel Arbeit, richtig viel Herzblut rein. Man sieht es auch, ist richtig toll. Allein dieses Teil hier finde ich echt mega. Ist euch richtig gut gelungen.
da würde ich am liebsten selber gleich mitspielen. Hier, man hört schon die Leute im Hintergrund hier, schon wieder ein Einschlag, natürlich nicht bei uns, denn jetzt findet gleich ein Spiel statt. So, und jetzt fragen wir uns natürlich auch, ein Riesenevent, das ihr ankündigen möchtet, ein Highlight für euch. Gibt es da irgendwas in 2024? Ist da irgendwas geplant? Ja, also wir wollen wieder ein LARP-Event mit Airsoft-Anteilen planen. Ja. Und das wird vermutlich im Sommer stattfinden. Wann genau? Der Termin ist noch nicht bekannt. Sommer 2024, haltet euch den kompletten Sommer frei. Auf jeden Fall. Okay, der Termin wird noch bekannt gegeben, eben auf den ganzen Seiten, wo ich eben am Anfang, wo wir gesagt haben, wo ich eben verlinkt habe. Jawohl, okay. Und das Event wird dann ein großes Ding, für euch ein großes Ding. Das wird auch über mehrere Tage gehen dann. Richtig, genau. Also ich würde sagen, so von Freitagabend wieder die Anreise, den kompletten Samstag und dann Sonntag wieder Abreise. Alles klar, das hört sich solide an, Leute. Wie gesagt, hier Sommerurlaub ist gestrichen. Hier findet euer Sommerurlaub statt. Ja. Super, in diesem Sinne sage ich mal, vielen, vielen herzlichen Dank für das Interview. Vielen Dank, dass ich heute euer Gast sein durfte auf eurem Feld. Sehr gerne. Vielen Dank, dass ihr diese Informationen der gesamten Community bereitstellt. Und ich würde sagen, den einen oder anderen werdet ihr in Zukunft bestimmt hier sehen, mich auch. Und ich bedanke mich wie immer, ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugeschaut habt. Ich bedanke mich, dass ihr beim nächsten Video hoffentlich auch zuschaut. Wenn ihr wollt, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, schaut bei den Jungs und bei den Mädels auf der Seite oder auf den Seiten auf jeden Fall vorbei. Ich sage wie immer, alles Gute für euch, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, euer Flacco. Ciao, Nudeljunge.